Jetzt geht's los und ihr merkt schon, zack, das Heck bricht aus und schaukelt's ganz schön. Ich gebe euch einfach mal ein paar Tipps, dann ist die Situation auch unter Kontrolle. Übersteuern kann passieren, wenn wir zu schnell in die Kurve reinfahren und im falschen Moment das Gas abrupt wegnehmen. Dann kommt Gewicht auf die Vorderachse, das Gewicht verlagert sich auf die Vorderachse, Heck entlastet dadurch. Wenn ich dann einlenke in dem Moment, kann es passieren, dass das Heck eben Richtung Kurvenausgang möchte. Was da passiert, schauen wir uns jetzt an. Ich beschleunige mal hoch auf ca. knappe 100 Stundenkilometer. Wir lenken ein, ich gehe vom Gas und ihr merkt schon, zack, das Heck bricht aus. Ich muss dem ESP in der Situation ein wenig helfen, indem ich langsam die Lenkung ein wenig öffne und damit kriege ich die Situation wieder unter Kontrolle. Das adaptive ESP berücksichtigt sogar den Beladezustand. Das heißt, wir können über die Sensorik vom ABS und vom ESP erkennen, wie ist die Beladung und vor allem wie hoch ist der Schwerpunkt und dementsprechend wird das ESP dann auch noch angepasst.